Erstmal Servus, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und wir backen den schnellsten Apfelkuchen dieses Mal, der dabei schmeckt, einfach ist, saftig ist und super lecker ist. Aber zuerst fangen wir mit der Vorbereitung an, indem wir eine halbe Zitrone auspressen, Backpulver mit Mehl vermischen und Zucker mit Vanillezucker. Dann verwenden wir eine Rührschüssel, dort geben wir Öl, die Zuckermischung, ein Ei und den Frischkäse hinzu. Das Ganze rühren wir dann richtig gut durch. Aber ich mag lieber geschälte Äpfel. Dann folgt das Mehl und das rühren wir auch richtig gut durch und schon ist der Teig fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Äpfel. Die entkernen wir und schälen sie und dann schneiden wir sie in kleine Würfel. Wer es mag, kann natürlich die Schale an den Äpfeln lassen. Dann geht das Ganze noch schneller. Damit die Äpfel jetzt nicht braun werden, geben wir Zucker und den Zitronensaft hinzu und rühren immer das Ganze gut durch, jedes Mal, wenn wir die gewürfelten Äpfel hinzugegeben haben. Jetzt ist es eine gute Zeit, den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen. Weil jetzt vermengen wir die Äpfel mit dem Teig, geben dann das Ganze in die Backform hinein und dann geht das Ganze schon in den Ofen. Jetzt haben wir das Ganze grob glatt gestrichen und jetzt geht's ab in den Ofen für 30 Minuten. Und wie ihr seht, wenn der Kuchen aus dem Ofen kommt, wie schön lecker der aussieht, genauso stelle ich mir diesen Apfelkuchen vor. Super lecker und auch richtig lecker aussehend. Also jetzt befreien wir ihn von dem Rand und dann schneiden wir uns ein schönes Stück von dem Kuchen ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch Zimtpulver und Puderzucker drüber streuen oder Schlagsahne zubereiten dazu oder vielleicht sogar Vanilleeis, eine Kugel Vanilleeis dazu servieren. Das passt alles super dazu.
nun sind wir wieder am Ende angekommen von diesem Video. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.